Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Beta in ungewohnter Umgebung. Neues Gewand könnte man fast sagen. Wir sind heute nicht in unserem gewohnten Studio unterwegs, sondern wir sind in der Boulderloft Ellis in Basel. Wir probieren ein neues Konzept aus. Genau, jetzt wo wir Corona mehr oder weniger im Griff haben, der Sommer ist da, wollen wir uns unter die Leute mischen und haben spontan unser Setup hier in der Halle aufgebaut. Das ist die 11. Ausgabe von Beta. Schön seid ihr dabei. Wie immer präsentiert vom Mammut und Bächli Bergsport. Ja, der Sommer ist hier, es ist heiß, es ist gar nicht so viel los jetzt an den Felsen, zumindest bei den Profis. Die sind vor allem mit Wettkämpfen in Vorbereitung auf Olympia beschäftigt. Aber die Amateure, die halten ja eben die Stellung wie dieser hier und auch du, Dominik, was ich sehe, ist richtig. Aurel und ich, wir haben einen Kurztrip gemacht nach Seis und es stimmt leider mit mäßigem Erfolg. Ich habe mir das Ringband gerissen. Ja, Grund genug, uns mit diesem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen in dieser Sendung, nämlich dem Thema Ringbandriss, Ringbänder. Die große Frage lautet natürlich, wie kann man es verhindern? Ja, Stichwort Aufwärmen. Da gehen wir ein bisschen genauer drauf ein. Genau, und bevor wir jetzt zu den Kurznews kommen, möchten wir noch einen Aufruf machen. Und zwar gehen wir nächsten Monat zu Mammut auf Hausbesuch. Wir machen da eine Reportage. Wir wollen mal hinter die Kulissen schauen, eines der größten Bergsportausrüster der Welt. Wie machen die da das Material, die Entwicklung, die Herstellung und vor allem das Testen? Falls ihr zu Hause altes Material habt und euch fragt, wie viel hält dieses Seil, diese Schlinge oder dieser Karabiner noch aus, schickt uns das Material zu. Wir nehmen es mit zu Mammut und testen es auf Herz und Nieren, zerreißen es und zerstören es. Das Coole daran, an den Deal, Mammut ersetzt einen Teil dieser Ausrüstung, nämlich unter allen Einsendungen verlosen sich, ich muss kurz schauen, 5 Seile, 30 Schlingen und 10 Karabiner. Also Adresse blenden wir unten ein, bitte unbedingt den Vermerk auch hinzuschreiben. Wenn wir jetzt schon gerade bei Mammut sind, müssen wir natürlich noch erwähnen, wir haben letzten Monat den ersten Mammut Climbing Talk moderiert. And what about bibliography? When are you going back to Seis? Yeah, it's definitely on top of my goal list. I really want to try it one day. I mean, there are not that many 9Cs out there yet, and that would be the next step for me, grading-wise, and not just the grade, but I think the route is really amazing, and we all know the crack is amazing. Seus is one of the best places out there. Unser Gesprächsgast war Jakob Schubert. Schaut euch das an auf dem Mammut-Kanal, das ganze Gespräch. Ich fand es sehr interessant. Das ist ein sehr interessanter Typ, Jakob. Du warst ja ziemlich Fan von ihm eigentlich. Du hast ja sogar das handsignierte T-Shirt von Jakob Schubert, das Action Talk T-Shirt. Ja, darauf bin ich stolz. Eben dieser Jakob Schubert gewann am Lead-Weltcup in Innsbruck vor heimischem Publikum die Goldmedaille. Der Schweizer Sascha Lehmann stand zum zweiten Mal auf dem Weltcup-Podest, er gewann Bronze. Silber holte sich Stefano Ghisolfi. Adam Ondra fiel aufgrund eines unerwarteten Ausrutschers auf den 8. Schlussrang. Bei den Damen war es einmal mehr die Slowenin Janja Garnbret, die zu oberst auf dem Siegertreppchen stand. Am Folgetag stand das Finale der Disziplin Bouldern auf dem Programm. Die Männergruppe wurde von Japan dominiert. Sämtliche Podestplätze gingen nach Asien. Bei den Damen lieferten sich Natalia Grossman und Janja Garnbret ein Duell, bis ein starkes Gewitter die Veranstalter zum Abbruch des Wettkampfes zwang. Der letzte Boulder wurde nicht mehr ausgetragen. Ein Sturm zog nicht nur im meteorologischen Sinne über Innsbruck auf, sondern auch fernsehtechnisch. Genauer gesagt ein Shitstorm. Ein Kameramann des österreichischen Staatsfernsehens ORF zoomte nämlich unangebracht lange und nahe auf das Gesäß der Athletin Johanna Färber, was zu harscher Kritik ihrerseits und seitens der Zuschauerinnen und Zuschauer führte. ORF respektive die IFSC löschten die Live-Übertragung, veröffentlichten eine überarbeitete Version und entschuldigten sich für den Fauxpas. Genug vom Wettkampfzirkus, aus hoffentlich anderen Gründen haben die Britin Shona Coxey und die Belgierin Anna Verhoeven. Erstere kämpfte im vergangenen Jahr mit verschiedenen Verletzungen und nahm dieses Jahr erstmals wieder an einem Wettkampf teil. Die Olympia-Anwärterin hat verkündet, dass sie nach den Sommerspielen nicht mehr an Wettkämpfen teilnehmen wird. Auch Verhoeven kehrt dem Wettkampfgeschehen den Rücken zu, konzentriert sich zukünftig auf schwierige Projekte am Fels. Apropos, die Belgier Sibe Fané und Sebastian Berthe reisten nach Lauterbrunnen und sicherten sich die 3. und 4. Wiederholung der Meersalängenroute Fly.
welche mit 8C bewertet ist und somit zu den schwierigsten Europas gehört. Allerdings finden die beiden Belgier nun, der Grad treffe nicht ganz zu, sie schlagen eine Korrektur auf 8B+ vor. Wann fällt die erste Wiederholung einer 9C-Route? Konkret, wann wird Bibliografie in Seus wiederholt? Diese Frage drängt sich auf, seit sowohl Stefano Ghisolfi als auch Sepp Bouin sich der Route annehmen. Beide vermelden inzwischen, dass sie alle Züge knacken konnten und versuchen, größere Abschnitte aneinander zu reihen. Die Belgier waren also wieder unterwegs, sie haben jetzt also Fly abgewertet, das kommt mir bekannt vor. Letzten Sommer war es doch Sebastian Bär zusammen mit Nico Favres, der auch diverse in ihren Graden etablierte Mehrseillängen-Klassiker in den Alpen abgewertet hat. Das hat ja damals schon zu Diskussionen geführt. Genau, das war damals der Fall und auch jetzt in diesem Jahr führt es wieder zu Diskussionen. Es war immer so unter der Decke, wurde diskutiert und gemunkelt und kritisiert auch diese Abwertungen. Und jetzt hat Sebastian Bär öffentlich einen Beitrag gemacht und sich geäußert und gesagt, seiner Meinung nach sind viele Mehrseillängen-Touren in Europa überbewertet, also viel zu einfach eigentlich bewertet. Schwierig bewertet. Egal. Egal. Er tut sich also als Wächter der Gerade ein bisschen hervor. Was will er damit? Ich meine, ich habe jetzt gesehen, zum Beispiel Babsi Zanger hat geschrieben, ja Sebastian, vielleicht bist du einfach zu stark. Will er einfach das hören? Ja, kann sein. Das haben nämlich viele gesagt. Ja, Sebastian, du bist, glaube ich, einfach viel zu stark und kannst nicht mehr so gut einschätzen, wie schwer die Routen sind. Und meiner Meinung nach, ich meine, bei Routen wie vielleicht Odyssee, die noch nicht so oft begangen sind, kann man ja diskutieren. Ist es ja die Idee vom Klettern, dass Wiederholer sagen, was sie meinen, wie schwierig die Route ist. Das ist legitim. Aber bei Routen wie Silbergeil, das ist schon etliche Male wiederholt worden von starken Leuten, da finde ich es schon ein bisschen befremdend, dass da einer jetzt kommt, plötzlich nach all den Jahrzehnten und sagt, die ist gar nicht so schwierig. Das ist komisch. Finde ich auch. Was meint Robert Jasper? Stefano Ghisolfi und Sebastian Bouin geben also Gas in Bibliografie. Megos hat ja 60 Tage gebraucht für die Erstbegehung dieser zweiten 9C der Welt. Remo, denkst du, die erste Wiederholung wird schneller fallen? Ja, das ist schwierig zu sagen, eine Prognose abzugeben. Historisch betrachtet, die meisten Routen, die wiederholt wurden, die Wiederholungen, die geschahen natürlich ein bisschen schneller. Das hat damit zu tun, dass man dann schon eine Bette hat, eine Lösung hat von der Route, meistens vom Erstbegeher. Dann gibt es natürlich auch, fällt der mentale Druck weg oder die Ungewissheit, ob die Route überhaupt machbar ist. Wenn man die wiederholt, weiß man, es ist rein menschlich möglich, das weiß ein Erstbegeher nicht. Von dem her meine Prognose ist, der Sepp Bouin oder eben der Stefano Ghisolfi, die werden das schneller hinkriegen wie der Alex Megos, ohne jetzt die Leistung von Megos natürlich abzuwerten. Überhaupt nicht. Aber jetzt haben sie ja beide schon ziemlich proaktiv kommuniziert, wie viele Sections sie da linken können und so. Ist es ein bisschen ein Wettrennen zwischen den beiden? Es macht so den Eindruck, ja, dass zuerst hat der Stefano gesagt, ja, ich habe da diese Sequenzen schon geklettert und schon erste Goes gegeben und plötzlich hat dann der Sepp Bouin sich auch zu Wort gemeldet und gesagt, ja, ich bin jetzt auch schon sehr erfolgreich, kommt gut. Es ist so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was ja eigentlich auch spannend ist. Ja klar, die erste Wiederholung einer 9C, das steht viel auf dem Spiel. Es wäre die erste bestätigte 9C, ja, die es dann auf der Welt gibt. Adam Ondras Silence in Flattinger wurde noch nie wiederholt oder nur schon ansatzweise ernsthaft versucht. Von dem her wäre es die erste bestätigte 9C der Welt. Ja. Interessanterweise scheint ja aber Stefano Ghisolfi der Zustieg hoch zu sehen, ist fast schwieriger zu fallen als die Routen da oben. Das schreibt er zumindest da in diesem Post. Zum Glück hat er aber ein gutes Getränk dabei. Remo, ist dir eigentlich aufgefallen, dass die Getränkehersteller immer präsenter werden im Bergsport und im Klettern? Also ich meine, Red Bull sowieso, aber auch da zum Beispiel haben wir Roger Schali, was schreibt er da? Dank dem Fokuswasser habe ich den richtigen Fokus für den Abstieg. Ein Wortspiel, wie schön. Cheers. Zum Wohl. Ich finde es recht gut. Hast du jetzt den Fokus? Absolut. Ich auch. Gut. Die Jungs von Mello und Daniel Woods haben wieder mal ein episches Video rausgelassen. The Return of the Sleepwalker, lange wurde es erwartet. Jetzt ist es da, das filmische Kunststück von der Begehung dieses zweiten 9A-Boulders der Welt. Remo, hast du das Video geschaut? Klar. Ich auch, es geht ganze 20 Minuten. Für meinen Geschmack etwas lang. Wir haben uns daher halt gedacht, wir kürzen es mal auf das Wesentliche. Das hier ist The Return of the Sleepwalker in genau 27 Sekunden.
Ja, es ist schon ein bisschen so typisch amerikanisch große Show. Aber schlussendlich, Daniel Woods, der gehört zu den stärksten Boulderern auf der Welt und er hat jetzt bewiesen mit dieser Linie, dass er eben diesen Next Step gehen kann. Oh my God. Woo! Yeah. Can one of you guys run down and throw me out my chalk bag? Die Hunde, die am lautesten bellen, die beißen am Ende eben doch nicht. Das ist das, was mir so durch den Kopf geht. Zurück nach Sees. Es waren nicht nur die Profis in Frankreich, zum Beispiel Sepp Buer oder Stefano Ghisolfi, sondern eben auch jede Menge Amateure. Ja, Raymond, das haben wir jetzt gehört. Wir sind hochmotiviert, hochgestiefelt zu den Felsen und dann eben auch zu motiviert vielleicht ein bisschen ins Projekt. Ich habe mich nicht genügend aufgewärmt. Ja, das Verdikt war klar, das Ringband von Auel, das war kaputt. Also ich würde sagen, es ist Zeit, dass ich euch mal zeige, wie man sich so aufwärmt, wie man so ein Fingerboard eben verwendet. Wir haben hier ein Modell von Kästner & Söhne zur Verfügung gestellt und wir schauen uns mal an, wie man jetzt sich aufwärmt mit so einem Ding. Sehr gerne. Es stimmt zwar, dass das Klettern selber die beste Aufwärmübung ist, in der Regel sind 3 Routen mit zunehmender Schwierigkeit ausreichend. Dabei werden etwa 100 bis 150 Kletterzüge gemacht, was insbesondere die Muskulatur aufwärmt. Vor allem die Sehnen, Bänder und Gelenkkapseln der Finger werden übermäßig stark belastet. In einer Studie konnte nachgewiesen werden, dass sich während den ersten rund 120 Kletterzügen die Ringbänder um bis zu 1,2 mm ausdehnen. Erst dann sind alle Phasen der Ringbänder parallel zueinander ausgerichtet und fähig, große Belastungen auszuhalten. Soweit alles klar? Ja, doch. Gut, ich würde aber sagen, ganz so einfach ist es nicht, weil man ist im Sees zum Beispiel, der Voralpsee, in den Gebieten, da hat es halt nicht so viele einfache Routen zum Aufwärmen, sprich man kann nicht sagen, man steigert die Schwierigkeit der Routen, man hat vielleicht nicht schön die Löcher, die Leisten und die Sloper zum Aufwärmen und da kommen eben jetzt diese Fingerboards zum Einsatz, man kann sehr gezielt und gut die Fingerstrukturen eben aufwärmen mit diesen Fingerboards. Wir gehen jetzt mal nach hinten in den Trainingsbereich und schauen uns an, wie man dieses Brettchen eben anwenden kann. Da geht es darum, zu hängen an diesem Hangboard, Fingerboard. Das mache ich jeweils zuerst am größten Griff, ein paar Sekunden hängen. Schauen, dass man nicht im total gestreckten Arm hängt, sonst hängt man im Gelenk und nachher natürlich immer schrittweise zu den kleinen Griffen gehen. Wenn man viele Löcher hat in der Route, kann man auch mal nur mit 2 Fingern hängen, verschiedene 2 Finger mal nutzen, um die zu aktivieren. Das ist die Idee. So mit der Länge, wie lange hängst du da? Ich würde so sagen, so 4 bis 5 Sekunden am Griff, dann 2 Sekunden Pause, wieder 5 Sekunden, das abwechselnd so ein Set machen, davon vielleicht 3 bis 4 Wiederholungen, das ist so ungefähr eine gute Faustregel. Wichtig ist dann auch natürlich Klimmzüge zu machen, das ist auch eine wichtige Bewegung beim Klettern, dass man diese Bewegung auch hat. Die gibt simuliert ein bisschen die Dynamik, die dann im Griff, in den Fingern dann auch passiert, wenn man dann klettert schlussendlich. Wenn man jetzt das Ding nicht aufhängen kann, weil in vielen Gebieten, vor allem in den südlichen Gebieten, hat es ja keine großen Bäume, sondern nur Büsche, kann man das Teil nicht aufhängen. Da gibt es einen simplen Trick, ihr nehmt einfach das Fingerboard und du drückst mit dem Fuß dagegen, mit dem Bein und kannst so eigentlich die Kraft aufbauen. Genau, das zum Fingerboard finde ich ein mega cooles Teil, wenn man sowas mit dabei hat, um sich aufzuwärmen. Sehr gut. Sehr interessant, Raymond, vielen Dank. Jetzt sind wir gewappnet für unseren nächsten Seestrap. Ich werde mir das zu Herzen nehmen, vielleicht werde ich es auch anwenden, wer weiß. Auf jeden Fall werden wir jetzt dieses schöne Fingerboard natürlich an euch verlosen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Wieso schaust du jetzt mich an, wenn du Zuschauerinnen sagst? Wenn du mich vorher gemaßregelt hast, dass ich gendern soll. Machen wir selbstverständlich. Aber eben, wir verlosen das natürlich mit einer Quizfrage, wie immer, ihr seid es euch gewohnt. Und zwar das hier, das ist der Maxi, ist einer der Münchner, den wir kennengelernt haben in München, in Sees.
mit denen wir geklettert sind. Eine wunderschöne Route im Sektor Nichapa. Die Quizfrage lautet jetzt, wer weiß, wie diese Route heißt? Schwierig, ich weiß. Ja gut, also ich war ja selbst in Sees, aber das kriegst du nicht heraus. Da musst du schon ein bisschen mehr Tipps geben. Ja, es ist sau schwierig. Da haben wir ein paar Tipps. Also es ist unten ziemlich einfach, oben ziemlich schwer und sie befindet sich direkt neben einem großen Klassiker, vielleicht sogar namensgebenden Klassiker des Sektors. Gut, ich würde sagen, okay, das sind jetzt genügend Tipps, um herauszufinden und zu erraten, welche Route es sein könnte, die der Maxi aus München da geklettert ist. Dominik, du warst ja jetzt in Sees. Wie sieht es da auf diesem Plateau aus? Ja, keine Ahnung, wir haben es da nicht hochgeschafft. Also doch, ich weiß es zwar, weil wir haben ein Bild gekriegt von den Münchner Kollegen und schaut euch das mal an. Das sieht aus wie immer. Also die Petition scheint gewirkt zu haben. Super, bin ich doch froh. Ich würde sagen, da müssen wir drauf anstoßen, oder? Natürlich, mit Fokuswater. Fokuswasser. Zum Wohl. Zum Schluss möchten wir euch noch auf dieses schöne Video hinweisen, das wir letzten Monat produziert haben. Wir haben mal zum Spaß eine Nacht im Portaledge verbracht, einfach so um die ganze Logistik kennenzulernen, zu schauen, wie baut man so ein Portaledge überhaupt auf. Und zwar haben wir das bei uns im schönen Jura gemacht, an einem kleinen Felsen, der kaum höher war als die Bäume. Aber trotzdem, es war eine super Erfahrung. We're just going to try to do an easy multi-pitch and set up a portaledge and then spend the night there. So let's see how it goes. A shame, think something new under sun. Quite exhausting to do this in bright sunlight. You can't take back some things you already done. No. You blame things that you do. It may not be the biggest one, Somebody else. it's nice climbing. Tired? Yeah. I feel like I was climbing the whole day, but still the trees are higher than me. Der Grund, weshalb wir hier Englisch sprechen, ist, weil wir das Video für die Kollegen von Epic TV produziert haben. Es ist eine dreiteilige Serie, so übers Big Wall Klettern. Und wenn euch das interessiert oder wenn ihr das selber mal machen wollt, schaut euch unbedingt das Video an. Es ist eben drüben bei Epic TV. Und falls ihr euch eine Übernachtung und die Logistik eines Portaledges nicht zutraut, es gibt Kletterwelt, eine Schule in der Ostschweiz, die bietet Übernachtungen in den Wänden des Alpsteins an. Mehr Details findet ihr auf www.kletterwelt.ch. Das war's von uns für heute, direkt aus dem Ellis in Basel. Wir freuen uns natürlich auf die nächste Sendung, aber wir wissen ja noch gar nicht, wo wir sind. Nee, wissen wir nicht. Wir haben aber so ein Konzept, das in der Mache ist. Die Idee ist, dass wir immer in neue Kletterhallen gehen. Falls also irgendeine Kletterhalle offene Tore hat für uns, meldet euch bei uns. Wir schauen, ob wir mal bei euch antanzen. Ja, und für euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie immer liken, abonnieren und einschalten beim nächsten Mal. Thank you.